ist denn plötzlich los mit dir? Du bist ja ganz blass. Hör zu, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Erika und ich sind nicht... Versuch's gar nicht erst. Ich war hier, als ihr euch, wie soll ich sagen, zärtlich begegnet seid. Wo war es noch gleich? Hier, ja? Oh, Nina, du bist so verständnisvoll. Oh, Erika, ich möchte dich gar nicht mehr loslassen. Das reicht. Tja, das ist natürlich ein Riesenschock für dich. Hm? Aber wenn ich mir erst Arno vorstelle... Ja, und die Kinder tun mir jetzt schon leid. Eine Tragödie. Hm. Du sagst ihm nichts, hörst du? Und warum nicht? Der gute Arno hätte es verdient. Aber ich kann auch schweigen. Vorausgesetzt, du kannst es auch. Deine Kokserei. Ach, nicht so abfällig, wenn ich bitten darf. Du vergisst schleunigst, dass du mich jemals mit dem Zeug gesehen hast und hältst dich aus meinen Angelegenheiten raus. Du willst Nick und Uli also weiter erpressen? Ach, nicht doch. Erpressen ist so ein hässliches Wort. Ich möchte nur, was mir zusteht. Du lässt die Beine in Ruhe, hörst du? Du solltest lieber mich in Ruhe lassen. Sonst gibt's für Arno und Erika höchst unruhige Zeiten. Willst du das? Denk dran. Schweigen ist Gold. Hallo Nina. Guten Morgen, Arno. Ist Erika noch da? Ja, komm rein. Danke. Hallo Nina. Hi. Ich bin aber auf dem Sprung, ne? Ja, Kinder, ihr müsst mich auch entschuldigen. Ich bin auf dem Weg. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Ich will dich nicht lange stören, aber ich muss dringend mit dir reden. Sag mal, hat das nicht bis heute Nachmittag Zeit? Leider nicht. Das ist wirklich sehr wichtig. Eine knappe halbe Stunde habe ich ja noch. Was ist denn los? Du bist ja vollkommen aufgelöst. Erika, als wir gestern auf Friedenau waren, in der Bibliothek, Ja. Gero hat uns gesehen. Gero? Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja, leider ist es wahr. Ja, aber wir reden von Gero. Der hat doch noch nie einer Menschenseele was zuleide getan. Dann fängt er eben jetzt damit an. Trotzdem. Es muss einen Grund geben, warum er sowas tut. Ich kann es dir auch nicht sagen. So gut kenne ich Gero doch gar nicht. Und jetzt weiß er auch noch über uns Bescheid. Das ist meine Schuld. Ich hätte auf Friedenau Nina, einfach nie- bitte. Man kann doch nicht an, dass sich jemand hinterm Vorhang versteckt. Wen interessiert denn schon Gero? Wichtig ist doch nur, was aus den dreien werden soll. Alles, was Sie haben, ist der Laden. Und den werden Sie behalten, das schwöre ich dir. Und zwar ohne, dass was zu Bruch geht. Was hast du vor? Ich rufe die Polizei. Erika, das bringt doch nichts. Dadurch machst du doch alles nur noch viel schlimmer. Ich werde nicht zulassen, dass Gero die Zukunft meiner Kinder ruiniert, ja? Wenn Gero das mitbekommt, dann ist der Laden erst recht nicht mehr zu retten. Hallo. Ich möchte Millie besuchen. Hi. Ja, komm rein, natürlich. Ich muss Ihnen helfen. Aber wie? Ach, es ist meine Schuld. Ich hätte mich da nicht einmischen dürfen. Unsinn. Du wolltest nur helfen und das wissen Sie. Also, du brauchst dir nun wirklich keine Vorwürfe zu machen. Ich gehe mal ins Bad, ich sehe bestimmt unmöglich aus. Steffi? Gero wird eure Zukunft nicht zerstören, das verspreche ich dir. Wie willst du das Versprechen halten? Weiß ich nicht, wir werden sehen. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Ja, aber du weißt doch, was passiert, wenn du dich da einmischt. Ja. Gero wird uns verraten. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass der alles ruiniert. Aber wenn Arno von unserer Beziehung erfährt, ich darf gar nicht dran denken. Nina, sag mir doch, was ich tun soll. Ach, bitte? Okay, dann hat Gero also gewonnen. Es gibt so oder so eine Katastrophe. Es sei denn, er sieht ein, dass er uns gar nicht erpressen kann. Ja, aber warum soll er das denken? Er weiß doch ganz genau, dass unsere Beziehung Arno unheimlich verletzen wird. Ja, aber doch nur, wenn wir tatsächlich eine Beziehung haben. Was sagst du da? Es gibt nur diese Lösung. Wir müssen uns trennen. Das ist doch nicht dein Ernst. Fällt dir was Besseres ein? Aber eine Trennung ist doch keine Lösung. Wenn wir unsere Beziehung beenden, hat Gero nichts mehr gegen uns in der Hand. Nur so können wir ihn dazu bringen, Nick, Steffi und Uli in Ruhe zu lassen. Wir dürfen jetzt nicht nur an uns denken. Selbst wenn wir uns trennen. Gero kann doch überall herumposaunen, dass er uns beim Knutschen erwischt hat. Ja, aber vielleicht denkt dann jeder, dass er die Geschichte nur erfunden hat, um von seiner Kokserei abzulenken. Was sagst du? Ja, ich wollte es auch erst nicht glauben. Aber ich weiß, dass Gero kokst. Was ist aus ihm geworden ist. Tja,
Ja, leider auch noch ein Erpresser. Es ist wohl das Beste, wenn wir uns eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich will dich aber sehen und ich will mich nicht von dir trennen, egal was passiert. Wie sehe ich aus? Geht's so? Ja, perfekt. Keine Träne mehr. Hoffentlich. Ich muss jetzt nämlich noch in die Agentur. Ach Mama, ich bin so froh, dass ich dir endlich alles erzählen konnte. Dass Gero uns so unter Druck setzt. Ich weiß. Und ich verspreche dir, wir finden eine Lösung, okay? Danke, Mama. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Tschüss. Tschüss. So, die Softdrinks habe ich aufgefüllt und der Kaffee, der ist für... Okay, ich kümmere mich drum. Geh Okay, ruhig. ciao. Schon eine Entscheidung getroffen? Hast du vielleicht etwas anderes erwartet? Eigentlich nicht. Mich würde nur das Ergebnis interessieren. Falls es dich beruhigt, ich lasse dich nicht auffliegen. Meine Beziehung ist mir nämlich wichtiger als so ein kleiner mieser Kokser. Dachte ich mir. Wollte ich nur nicht zu früh. Hey, hör ich da eine kleine Drohne raus? Wenn du so willst, deine Erpressernummer kannst du mir bald abschneiden. Ach, okay. Erika lässt nicht locker, bis du Nick und Uli in Ruhe lässt. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Bin sehr gespannt, wie die liebe Erika das anstellt. Ja? Hallo, Nina. Was? Was ist mit Gero? Nina, pass mal auf, beruhig dich erstmal, ja? Ich finde eine Lösung. Und vergiss nicht, ich liebe dich. Es wartet Besuch auf Sie in der Bibliothek. Oh, dann wollen wir doch mal sehen, wen wir da haben. Oh, hallo. Das ist aber eine schöne Überraschung. Sind Sie ganz sicher, dass Sie zu mir und nicht zu meiner Mutter wollen? Ich habe lange überlegt, ob ich Barbara in die Angelegenheit einweihe. Und warum tun Sie es nicht? Weil ich die Sache lieber mit Ihnen alleine klären möchte. Oh, möchten Sie mir jetzt ins Gewissen reden, wie Ihre kleine Freundin, dass ich doch bitte die beiden Jungs in Ruhe lassen soll? Und wenn das so wäre? Müssten Sie schon mit einem besseren Vorschlag kommen. Ich will mein Geld. Warum zahlen Sie mich nicht aus, wenn Ihnen so viel an den Jungs liegt? Sie werden lachen. Daran habe ich selbst schon gedacht. Ich war heute sogar schon auf der Bank, um einen Kredit aufzunehmen. Und wann zahlen Sie? Gar nicht. Weil mir klar geworden ist, dass das keine Lösung wäre. Es wäre ein Fass ohne Boden. Zahle ich einmal, zahle ich immer. Und Sie würden niemals aufhören, uns zu erpressen. Verdammt nochmal, was heißt denn hier erpressen? Es ist mein Geld, das ich zurückhaben will. Ich habe es den beiden geliehen und jetzt will ich es wieder haben. So einfach ist das. So einfach machen Sie sich das. Das Geld steht Ihnen nicht zu. Und die 100.000, die Sie schon bekommen haben, das sind genau 100.000 zu viel. Es war ein ganz normaler Deal und jetzt wollen die beiden nicht zahlen. Was geht Sie das überhaupt an? Was mich das angeht, wollen Sie wissen? Was mich angeht, dass Sie Schlägertrupps gegen meine Tochter und deren Freunde loshetzen, das reicht, um sie hinter Gitter zu bringen. Ja, und warum gehen Sie dann nicht zur Polizei? Das Einzige, was mich davon noch abhält, ich will das Barbara nicht antun. Sie haben doch nur Angst, dass ich Ihr süßes, kleines Verhältnis auffliegen lasse. Oder täuschen Sie sich aber? Von mir aus können Sie alles über Nina und mich erzählen. Ich stehe dazu mit allen Konsequenzen. Aber im Gegenzug liefere ich Sie ans Messer, das schwöre ich Ihnen. Ich will Barbara schonen. Aber wenn meine Kinder in Gefahr sind, dann hält mich das auch nicht länger zurück. Sie wissen selber am besten, dass Barbara ihre kriminellen Machenschaften nicht verkraften würde. Also hören Sie auf mit diesen miesen Spielchen. Sonst haben Sie Ihre Mutter noch auf dem Gewissen. Ich habe Ihnen ganz deutlich gesagt, dass ich Barbara alles erzähle, wenn er nicht aufhört, Nick und Uli zu erpressen. Und was hat Gero jetzt vor? Am Anfang dachte er wohl, ich blöffe. Aus Angst, dass er unsere Beziehung verrät. Hast du denn keine Angst? Doch. Und trotzdem meine ich's ernst. Hoffentlich hält ihn das ab, die Jungs weiter zu erpressen. Mein Gott, da muss ich doch denken können, dass sich keiner von uns mal eben so 300.000 Mark aus den Rippen schneiden kann. Zumal es noch Geld ist, das ihm überhaupt nicht zusteht. Wenn ich Barbara erzähle, was ihr Sohn so alles treibt, dann hat die den nächsten Zusammenbruch. Und keiner weiß, ob sie das übersteht. Ich kann nur hoffen,
dass Gero noch ein bisschen Gefühl oder Gewissen für seine Mutter übrig hat. Ja, und wenn nicht? Wenn er die Schläger wieder in den Laden schickt? Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und du willst wirklich riskieren, dass Gero alles über uns sagt? Arno, deiner Familie? Auch wenn meine Töchter das überhaupt nicht verstehen werden. Und wenn für Arno eine Welt zusammenbricht. Irgendwann hätte ich ihm ja sowieso die ganze Wahrheit sagen müssen. Ich bin bei dir. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe nämlich große Angst. Ich liebe dich.